Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Shiva und das ist Batman. Und wir sind dabei bei der zweiten Aufnahme, bei der zweiten Folge von Episode 1. Es bleibt spannend. Ich drücke sofort auf Weiter und wir schauen, was passiert. It's me. Oh, das Lila passt voll gut. Das schaut voll cool aus. Episode 1. Reich der Schatten. Another brutal week in Gotham, folks. A string of home invasions rippled through the city's already crime-infested East End. Apparently, the bandits are using stolen GCPD battering rams to force their way in, with breaking and entering incidents up 40% over last year. Remember to keep those front doors locked tonight. Waren das die Karten seiner Eltern? 5 criminals are in custody this evening after a break-in at City Hall. The notorious Batman was on the scene, but failed to secure the stolen items. Not all of them. Let's see what she was really after. Allegations that Dent may have actually been involved in the break-in. Talk about dirty politics. Does Hill's campaign really think these accusations hold any water with the voters? Or will it be perceived as a desperate attempt from a flailing campaign to take down one of Gotham's most promising young politicians? And in other news, we're now on day 3 of the factory fire that will not end. Ich frage mich gerade, ob die Nachrichten jetzt die ganze Zeit so weitergehen. Ich würde das nämlich gern vorlesen. Staatsanwalt Dent fordert von Bürgermeister Verurteilung der Selbstjustiz. Okay. Wir können ja erstmal weiter gucken. Oder kann ich das vielleicht... Oh, das war falsch. Weiter. Nicht raus. Ich will hier nur kurz mal raus, bitte. Ah. Kann man den Fernseher vielleicht ausmachen? Ach, jetzt ist er fertig. Nee. Okay. Na gut, lesen wir es einfach mal für uns. Der kostümierte Superheld. Bringing the total number of escapees from the half-prison, half-mental hospital to 15 this year. Only 3 have been caught to date, but all the escapees highlight the rough, some would say inhumane conditions at the aging asylum. The latest, 44-year-old twin brother and sister Leon and Valerie Muldoon, should be considered dangerous if found. Authorities are asking that you do not approach and call police immediately. Mayor Hill's Gotham Beautiful Act takes effect today, making it possible for landlords to evict tenants immediately and without cause. The new law was created in order to allow Gotham City's biggest property owners greater ability to modify and improve the city's aging buildings, some of which have been occupied by families for decades. Okay, eigentlich steht da eh nur das, was wir gestern besprochen haben, auf dieser Konferenz. Nehmen wir uns mal das Ding hier. Nearly fell off a building for this. Kann ich hier noch was machen? Oh, warte. Was war das?
chance for Nee, a da war safer nix. future. Maybe that's because the rumors of Eagle's connections to some of Gotham's most notorious mafia Sehr families cool. Da kommt einfach mal der Stuhl aus dem Boden. Das hätte ich auch gern. Everything was so important. need a crime-fighting hero. Encrypted. Müssen wir Wayne hacken. Manor has 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court, and a movie theatre. And yet I always find you here. In a dark, damp cave. In front of a computer. I'll leave as soon as I finish. People with regular jobs can do their work anywhere, but for me, this is my office. I agree, it isn't normal work. Even worse, the best outcome is that no one ever finds out you've done it. Yeah, well, good deeds usually go unnoticed. Though not unappreciated. Did you find out what that, Catwoman tried to steal? Well, in the process, What are we looking at? let me try a different angle. Wow, okay. Hologramm drehen. Was bringt mir das jetzt, dass ich das drehe? This is a map of the East Side shoreline. But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs, everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. Yeah, the same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zeller back away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. Before the game switched from billiards to cutthroat. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. Yeah, thanks for the interruption. Well, it wasn't for you, Bruce. I was worried I might drink all my good scotch. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? I've never seen her before. Hopefully, she's just a tourist. I'll check the codex. Medienberichte, Kodex. Okay. Ah, okay, da sind die ja alle. Hier ist Catwoman. Found her. Verbrechen, Einbruch, einfacher Diebstahl. Neue Kriminelle auf der Bildfläche wird mit zahlreichen Einbrüchen in Verbindung gebracht. Sie ist effektiv und hinterlässt nicht viele Spuren. Zurzeit hat das GCPD keine Anhaltspunkte. Ich wünschte, ich wüsste mehr über sie. Ja, vor allem, weil er auf sie steht, ne? Merkt man doch. Mehr steht nicht über sie. Okay. Ich bin fertig. Ich kann mir eigentlich alle mal angucken, oder? Das hier sind seine Eltern. Hat er kein richtiges Foto von seinen Eltern? Thomas und Martha Wayne, verstorben. Gründer von Wayne Enterprises. Meine Eltern. Sie haben unermüdlich gearbeitet, um denen in Gotham City zu helfen, die weniger Glück hatten, bis sie in der Crime Alley von einem Mann namens Joey Chill erschossen wurden. Ich habe es zu meiner Lebensmission gemacht, die Stadt in ihrem Gedenken von der Korruption zu befreien. Alfred Pennyworth, Butler der Familie Wayne. Der treue, geduldige, immer hilfreiche Alfred. Er ist meine Geheimwaffe und der einzige Grund, dass ich weiterhin jede Nacht tun kann, was ich tue, trotz seiner häufigen Proteste. Ohne ihn würde das alles hier rasch auseinanderfallen. Harvey Dent, Staatsanwalt von Gotham City, Bürgermeisterkandidat. Einer meiner ältesten Freunde. Er hat eine Menge großartiger Ideen, wie man Gotham retten könnte, aber sein Ego bringt ihn immer wieder in Schwierigkeiten. Dennoch ist es schwierig, Einwände gegen seine Bilanz an erfolgreichen Strafverfolgungen zu erheben. Die beste in Gotham seit 50 Jahren.
Hamilton Hill, Bürgermeister von Gotham City. Bestes Beispiel dafür, was in der Stadt falsch läuft. Korrupt und von Grund auf verdorben. Die anstehende Wahl sollte seine Regierung ein Ende bereiten. Dann hatten wir die hier schon. Katzeneinbrecherin steht da oben. James Gordon. Das ist der Lieutenant von der GCPD, Abteilung für Schwerverbrechen. Verwandte Barbara Gordon, das ist nämlich seine Tochter. Ein Polizist wie aus dem Lehrbuch, vertrauenswürdig und eine zuverlässige Informationsquelle. Familienvater, also ist er nicht bereit, auf der Straße irgendwelche Risiken einzugehen. Vicky Vale, Enthüllungsjournalistin, Gotham Gazette. Eine der ehrgeizigsten und kompetentesten Reporterinnen der Gazette. Ich habe von ihr gelesen. Sie gleitet manchmal aufs Boulevardniveau ab, aber ihre Leidenschaft für die Wahrheit lässt sich nicht abstreiten. Sie ist schon eine Weile bei der Zeitung angestellt und hat alle möglichen Themen behandelt. Jemand wie sie hat Kontakte für alle für die andere töten würden, nicht nötigen. Vielleicht ist sie über die Lage in Gotham sogar besser informiert als ich. Ich werde eines Tages vielleicht herausfinden müssen, was sie weiß. Ich werde mich eines Tages herausfinden müssen. Carmine Falcone, Besitzer des Skyline-Clubs, Kopf der Verbrecherfamilie Falcone. Die schlimmsten Verbrecher sind diejenigen, die versuchen, sich unter die High Society zu mischen. Er scheint überall mitzumischen. Schmuggel, Immobilien, Bestechung, Betrug. Ach, ich könnte ihn ins Gefängnis werfen, aber er wäre am nächsten Tag wieder frei. Ich könnte eine seiner Operationen ausheben, aber es kämen einfach 2 neue nach. Sein Imperium ist umfangreich und vielschichtig. Eine Verurteilung verlangt nach stichhaltigen und zulässigen Beweisen. Gotham City, Einwohner 10 Millionen. Diese Stadt ist wie eine lebendige Kreatur. Sie wächst immer weiter nach außen und nach oben. Die Menschen, die hier leben, sind Überlebende. Sie müssen es sein und sie verdienen etwas Besseres als die Korruption, die an diesem Ort herrscht. Arkham Asylum. Gegründet im November 1921. Die einzige Hochsicherheits-Nervenheilanstalt in Gotham City. Bis jetzt. In jeder Hinsicht veraltet. Das Gebäude fällt auseinander, die Ausstattung ist antiquiert und die Methoden der Belegschaft lassen viel zu wünschen übrig. Wenn das Thomas und Martha Wayne Memorial Hospital eröffnet, werden diese Patienten endlich die Behandlung bekommen, die sie benötigen. Wayne Enterprises, gegründet 1870. Multinationaler Konzern, der von meinen Vorfahren gegründet wurde und viele Arten von Produktion und Finanzen abdeckt. Ich habe einen Mehrheitsanteil von meinem Vater geerbt, habe aber mit dem Tagesgeschäft nichts zu tun. Die Abteilung für Forschung und Entwicklung hat sich jedoch als hilfreich für meine privaten Interessen erwiesen. Und damit sind wir einmal hier durch. So. Not much to find, apparently. Few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. I don't like being compared to a common criminal. Now, I think you're missing the point. You have to admit you've been drawing a lot of attention to yourself, and not the playboy billionaire buys new yacht kind of attention. I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out, Al. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. I've had to cover for mysterious injuries before. You've been lucky. Or I'm just a really good liar. A necessary evil in your line of work, I suppose. Though I hope you change careers someday. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. I thought I saw Oz. It's been, what, 20 years? Last time I saw him, we were in grade school. Indeed. You two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints? That's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now, I haven't the faintest idea.
Do you think he might know something about the break-in? This Catwoman shows up around the same time Oswald comes back to town. Might not be a coincidence. Oswald's crimes, numerous they may be, are on a much smaller scale than robbing City Hall. Well, he was always trouble growing up, but it's the fun kind of trouble. You both were. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. Dann auf zum Park. Gobblepot Park, 6:06 Uhr. Stand auf der Karte nicht 6 Uhr? Dann ist er ja zu spät. Ah, ganz schön kaputt. Where are you, Oz? Wundert mich ja ein bisschen, dass er den noch erkannt hat, ehrlich gesagt, wenn er sagt von der Grundschule und hat ihn irgendwie so ganz kurz gerade gesehen. Kann er ihn eigentlich nicht gleich so erkannt haben, aber okay. Er ist Batman, er kann das. Gib ihm noch ein bisschen Kleingeld. Thank you, sir. Oh. Den Leuten geht's echt schlecht. Hä, hätte ich mir nicht noch die Zeitung da anschauen können? Oder war das nur, dass ich die Treppe hochgehe? Ah, nee, das war nur, dass ich die Treppe hochgehe anscheinend. Okay, ich dachte... Doch, hier, aktuelle Zeitung. Sonst ist hier nichts mehr. Okay, dann gehe ich mal hoch. Ein brennendes Fass. Schauen wir es uns mal an. Schön warm. Oh, wo bist du? Verspäte mich, treffen uns an der Statue. Ja, ich bin da schon. But no Oz. Er hat doch gerade geschrieben, er kommt später. Ein Dealer, yay. Reden. Okay. Hey. Beat it. Musst du das hier machen? Pff. Ein sehr schöner Park. Mein Gott, hier ist alles so kaputt. Na? Graffiti? Ansehen. So ein hübscher. Ah, hinter dir. Watch wallet cash. Psst. But this goes through you. Ach komm. Hey, you heard it, man. The hell are you waiting for? You're making a mistake. You already made one coming here. The next one kills you. And him. Gentlemen! Oz. Keep walking, all right? This don't concern you, twerp. You see, that's where you're mistaken. My old mate and I have some catching up to do. You're ruining the moment! Come here! Think that'll do? Ich soll auf einmal was machen. Stay down!
Okay. This used to be a nice place. Lowlifes like you don't belong. Au. Idiot. This is my park! Mine! You hear that? Oh, hey Bruce. You've got a little, Yeah, good as new. Woo! That was a right little scrap, eh? Nothing kickstarts the system like a dash of adrenaline, eh? Besides, someone needed to deal with the rubber situation here. You didn't need to take it so far. Some folks are fine hearing, Bruce. Others don't get the message unless it's beaten into them. It's been what? 2 decades? And you know what? I haven't been mugged once that entire time. That wasn't why I brought you here, mate. Right now, I am trying to recognize the little Bruce I used to run around this place with. Ach, deswegen im Back when it Park, wasn't, okay. you know, like this. This park used to mean something. A place that was safe for kids, for families. People came from all over to visit. Oh, Mum and Dad, they put so much work in here. Well, those were better days. That they were. Yeah. Thought we'd grow up to be kings, I did. Both of us. This city chews right through people. Mum committed to Arkham. Dad ended it himself, he did. My family's fortune. There's nothing left, Bruce. I know. Alfred told me. It's funny, huh? Same place that ground my family to dust. Gave you the good life. Used to run in the same circles we did. Hobnobbing parties, round-the-world vacations, unlimited potential. My parents are gone too, Oz. I know, Bruce, I know. I'm sorry for it. But I had my own funerals to attend. Good to know you haven't changed, Bruce. You still care about something more than just yourself. Although, I was surprised to see Carmine Falcone at your party last night. Der war ja nicht eingeladen. Der wollte mein Haus kaufen. Home. That oily... Falcone was an uninvited guest. That's it. I never want to see his face again. On that, we can agree in earnest. Falcone made a stack of cash and corpses a mile high, ruining families like mine. All he needs is a little push. And... it'd be a treat to watch him hit pavement. Sorry, mate. This reunion got a lot more grim than I planned. Things are gonna be on the upswing soon, no? A revolution is knocking on Gotham's door. And I'm here to let it in. Which brings me to you, Bruce. You see, you throw a rock in any direction, you break a window that Wayne Enterprises owns. As the rich and powerful go, oh, you top Gotham's list. But when my revolution starts, we're gonna smash windows and cross off names all the way down. Like I said, it's not gonna be pretty. It's gonna be beautiful. I'm not your enemy, Oz. That remains to be seen, don't it? I've got great affection for you, Bruce. I really do. Which is why I'm warning you. Der hat so einen tollen Akzent. I When this whole really thing do. starts, make sure you're on the right side. Good seeing you, Bruce, but I got some rocks to collect. Cheers. Okay, von Alfred. Die Pressekonferenz für das neue Krankenhaus fängt bald an. Auto wartet irgendwo. Ein Auto wartet irgendwo. Das finden wir schon. Und das
ist eigentlich schon wieder der perfekte Zeitpunkt, um auf Wiedersehen zu sagen. Und wie es weitergeht, werden wir in der nächsten Folge erfahren. Vielen Dank fürs Dabeisein. Tschüss.